Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Mini zu Sie spielen das Stanley Parable. Neben mir ist der Lukas, alias Evil Love Entertainment. Und neben mir der Leo, alias Len16. Das ist richtig, das ist toll und wir gehen direkt mal rein und schauen uns an, was die Parabel von Stanley denn ist. Die Parabel. Die Parabel, ja natürlich. Weil war Parabel nicht. So, dieses U. The end is never the end. Never the end is loading. Never. Das Ende ist niemals das Ende. End is never the end, das Ende ist niemals the das Laden. Niemals. Niemals. Das kann man noch nicht mehr ganz lesen. Never. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Aww. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ja, jetzt können wir uns bewegen. Cool. Lukas ist am Controller. Man merkt es vielleicht. Ja. Wir spielen das All mit of his Controller, weil co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. es an meinem Tisch immer etwas schwer ist, mit Maus und Controller, Maus und Keyboard zu spielen. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg in den Meeting Room. Ja. Okay. Ja, geh an der Wand entlang, wir sind so betrunken. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Naja, die Stimme musste wissen, was sie sagt, ne? Okay, linke Tür? Okay. Lukas ging durch die linke Tür. Ja. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Bleib mal da. Guck dir die Dias an, die sind witzig. Hallo, das Coworker. Direkt auf Deutsch übersetzen. So, Warte auf das nächste Dia. So. Dias benutzen, um sicherzustellen, dass mit den Angestellten alles okay ist. Um den Angestellten zu versichern, dass alles okay ist. Ja, okay. Jeder ist einzigartig. Du, ganz besonders du. Sehr cool. Einzigartig, nicht eigenartig. Anzahl der Dias auf diesem Dia. In dieser Dia-Show. Okay. Rate, in der die Tabellen auf Dias verteilt sind. Nee. Rate der... Okay, stop. Die Boss-Admirationsminute. Fuck, das ist zu schnell. Sind bloß die... Ja, geh weiter. Das ist so schwer zu übersetzen, so schnell. Was ist das ist schon schwer genug. Na, vergiss es. Übersetzt es selber. Übersetzt es selber, wenn ihr es könnt. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ach, was? Der Typ sagt hoch. Ich weiß. Und der Lukas macht ja alles, was er sagt. Guck mal, da ist Executive Bathroom. Das ist das wichtige Badezimmer. Ist da gerade die Kannst du Tür da zu? ruhig? Nee, ist zu.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Tja, und weil er das nicht wusste, ist er wieder in die gegengesetzte Richtung gelaufen. Du gehst wieder raus? Und stellte fest, dass die Tür zu war. Spiel mal Piano. Dann versuchte er auf dem Klavier zu spielen. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Niemals konnte er wissen, dass es 2845 war. 284. Natürlich konnte er nur die falsche. 45. Mach falsch, mach falsch, mach falsch. Ich würde gerne wissen, was da passiert. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would forgot. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Whoop-de-doo. Ich muss sagen, ich habe das Spiel schon durchgespielt, so ziemlich jedes Ende gemacht. Wow, was für eine Überraschung, ich spiele ein Spiel, das ich schon durchgespielt habe. Aber das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie, jawohl. Es ist geil, man findet immer was Neues. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist ein Narrative Game, also ein erzählerisches Spiel, genau. Das heißt, die Aktionen werden von einem Erzähler begleitet. Ich find's mega cool, vor allem die Stimme ist total cool. Genau, es ist vor 2 Jahren ungefähr so ein Trend aufgekommen. Mit Bastion. Ich glaube, das Bastion ist sogar noch älter. Das war ein ziemlich großes, beliebtes Spiel. Im Narrative-Stil. Gutes Lied. Loading. Lukas, nein. Ich glaube, er hat einen Sprung. Deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ich werde jetzt langsam frei in meinem Denken. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Aber da ist Eskappe. Eskappe! Ich habe einen eigenen Kopf. Nö, hast du nicht. Ich... Lukas, geh da rein. Oh, okay. Wieder den Kopf runter. Top. Wo sind wir hier? Vielleicht sollten wir das Licht anmachen. Hey, ich glaube, mir geht ein Licht auf. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Hast du die Kraft, es herauszufinden? Ich bin so schwach. Ich kann alle 7 nur Dragon Ball. In ihnen steckt die Zeit. Was haben wir noch? Noch ein Licht? Nee. Wir waren alle überwacht. Laterne. Now the monsters jumped to life, Fire. their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Wo ist 427? Die haben wir vorher verpasst. Ja, aber es wechselt ja immer. Wenn du jetzt mal da stehen bleibst. Die sollten jetzt eigentlich auf Nummer wechseln, siehst du? 4, 2... Ist da rechts, genau. Ja. 4, 2, 7, da. Da, 427. Wurden wir etwa auch überwacht? Tatsächlich, da ist unser Bildschirm. Oh nein. Ich fühle mich gerade so nackt. Ah, guck mal. Wow, du kannst crouchen. Das machst du toll. Was haben wir hier? Aufzug? Aufzug! This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Fired. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No! No, it wasn't. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Pirate. It was unthinkable. Arr. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Utterly blind. To the Here world. was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Wir haben hier Nummern 1, 2. Ja. Oh, hier habe ich einmal so lange drin war ich so lange drin, um ein Ende zu finden. Das es aber wahrscheinlich gar nicht gibt. Ja, das ist ein Button. Ich mag Knöpfe. Alles so hier. dunkel hier. Was ist da? 3. 3. Fehlt mir noch die 4. 4 ist hinter dir. Hier hinter dir. Hier hinter dir. Genau. Nein. Weiter rechts. Ja. Ah, okay. Nein. Nein. Roter Knopf? Was? Nein. Facility Power. Geh mal da rein. Naja, gut. Ich will Knöpfe drücken. Oh, kannst du ja mal machen. Ja, ich will Knöpfe drücken. Nee. Ja, dann drück doch den Knopf, der gleich daneben ist. Ah. Welcher? Der hier? Ja, genau. Der 5. Ja, die 5. Der 5. Ah, mit Deutsch. Wow. Awaiting input. Gedankenkontrolle ist auf. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Gedankenkontrolle auf abwesend. Erwarte Eingabe. Mach mal aus, oder? Aus. Das ist mit der Menschlichkeit nicht vereinbar. Okay. War das Licht ausgemacht? Ich glaube, das... Oh, das ist kaputt gemacht. Blackness and a rising chill of uncertainty. Ja, danke. Das weiß Was ich it auch. over? Yes! 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 He had won! Ja! He had defeated the machine! Woohoo! Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ach, schöne Geschichte. Mhm. Stanley. Ne. Scheiß auf Natur, ich bleibe in meinem Keller. Oh, ich kann ja gar nicht zurück. Nee, kannst du nicht. Oh, man. Oh, man. Guck mal, wie schön. Alpenvorland. Alpen? Ja. Warum nicht? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oh, ist das schön. Stanley was happy. Mhm.
War es das schon? Ja, ich glaube schon. Schade. Ja. Aber das Ende ist niemals das Ende, steht da. Was? Wir sind aus unserem Schottland-Urlaub zurück. So, wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Das war auch schon die erste Folge. Ja. Das war ja wirklich lang. Drück mal Start. Danke. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen. Und Stanley sagt... Das Ende ist niemals, 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 das Ende ist niemals.